Ja, hallo Leute. Also ich bin jetzt hier mit meinem Avatar. Ich habe eine feminine Figur, wie ihr seht. Bin hier auf einer der beiden Inseln meiner virtuellen Welt. Ja, das ist genau genommen die Insel Airport VR. Ja, und hier werde ich jetzt mich in diesen schnittigen Sportwagen schwingen und mal so ein bisschen rumfahren. Das ist ein Lotus 7. Gut, der Sound ist nicht so wunderbar, aber man ist ja bescheiden. Ja, also ich könnte jetzt auch da hinten in die Stadt reinfahren. Diese ganzen Hochhäuser, die ihr da seht, die sind alle begehbar. Die haben einen Aufzug, man kann auf die Etagen hochfahren. Also man kann da ziemlich viel machen. Das Ganze ist also wirklich von der Auflösung auch super. Das ist also alles kein Low Poly, sondern wirklich in hoher Auflösung. Das ganze Terrain ist auch sehr aufwendig gemacht, wie ihr hier auch seht. Es bewegt sich alles. Das ist so eines der klassischen Hochhäuser, die man hier häufiger finden wird auf der Insel, und natürlich auch wirklich schöne Gebirge und so weiter. Stört euch bitte nicht daran, dass jetzt hier die Pflanzen durch mich durchschwirren. Da gibt es noch einen Bug, der behoben werden muss, damit das auch automatisch verschwindet, wenn ich mit dem Auto hier durchfahre. Aber gut, kommen wir mal hierher. Autos habe ich genug. Ich fahre einfach mal hier runter. Das kann man ja ruhig machen. Und dann fahren wir mal hier zu diesem schönen Bötchen. Ich habe bewusst mal die Fische in der Luft schweben lassen, weil ich das ganz witzig fand. So, das ist die super Mega Yacht, mit der werde ich dann rüberfahren auf die Vulkano Island. Da werden wir dann halt noch ein bisschen was sehen. Jetzt springe ich mal in das Wasser hinein und schwimme mal eine Runde. Das kann man hier alles so schön machen. Ja, ich springe mal wieder raus. Ein bisschen Wasser an dem Glas von meiner Taucherbrille. So, ich gehe jetzt einfach mal zum Schiff. Also wie gesagt, alles in hoher Qualität. Wenn man hier sogar auf den Boden schaut, da sieht man wirklich, das funkelt und glänzt diese Erde. Setzt natürlich voraus, dass man entsprechend auch ein bisschen Power hat. Aber die Grafikkarten werden immer billiger, zumal sie dann immer noch recht teuer sind. Aber sie werden irgendwann mal billiger werden, so meine Hoffnung. Ja, diese super Mega Yacht, ja, die ist wirklich total geil. Diese Yacht, die hat nämlich eine Besonderheit, sie ist voll ausgestattet, verfügt über mehrere Decks und ja, ist einfach fantastisch. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir drin sind, weil das kann ich gar nicht erzählen. Das funkelt und glänzt alles, ist richtig toll einfach, richtig schön gemacht. Und man fühlt sich wirklich wie auf einer echten Yacht. Wir werden jetzt gleich mal einsteigen. Man hört, also der Motor läuft schon, allerdings fährt er erst los, wenn ich on board bin. Das wird also getriggert durch mein Dasein quasi. Also wenn ich auf dem Ding drauf bin, geht es im Grunde genommen los. Und da sieht man auch schon, da fährt er los. Ja, kann man auch schon mal so ein bisschen rausgucken. Es ist ein bisschen schnell, aber das kann man ja einstellen. Ja, da sieht man auch schon, dass da die Wellen hochschlagen und dass da wirklich das Triebwerk richtig voll Power gibt. Ja, wir werden jetzt hier erstmal hier rumfahren. Da oben ist übrigens auch noch eine schöne Brücke. Ja, gehen wir dann mal einfach mal hier durch. Und ich zeige euch mal das Schiff von innen. Hier muss ich nur ein bisschen Hand anlegen mit der Lichttechnik, dass es noch ein bisschen schöner wird, weil aktuell gibt es da auf jeden Fall noch viel zu tun. Wir haben hier also mehrere Kabinen. Ich gehe mal in eine Kabine rein. Türen habe ich einfach mal ohne Collider gelassen, dass man einfach mal so reinschauen kann. Ja, das ist aber noch lange nicht alles. Das ist ja nur ein klitzekleiner Teil von dem, was uns hier noch erwartet. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das Ganze mal zu sehen. Ich
gehe jetzt einfach mal ein Stückchen vor, wenn ich das einfach so könnte. Ja, jetzt hänge ich irgendwo. Ja, genau, so jetzt. Das wird alles besser werden. Das ist ja auch noch so Prä-Vorwetter. Gucken wir auch nochmal schnell rein. Das ist ja der Wellnessbereich. Ja, da hinten gibt es da noch ein Heimkino oder Schiffkino und so weiter. Kann man alles begehen und sehen. Ich gehe jetzt einfach mal hoch, diese Wendeltreppe, um einfach euch oben mal zu zeigen, was es uns da noch so Interessantes erwartet. Das mit den Treppenlaufen bin eigentlich eine alte Oma anscheinend. Ich komme hier nicht hoch. Ja, das ist wahrscheinlich nur dem geschuldet, dass ich jetzt, ja, komme irgendwie nicht hoch. Ja, ich bin hochgekommen. Ja, so, jetzt sind wir oben. Jetzt sehen wir auch schon, das sieht ein bisschen interessanter aus, ne, das Ganze. Platsch. So, jetzt aber. Jetzt muss es irgendwie weitergehen. Was ist denn los? Das ist der Vorführeffekt. Gibt's doch gar nicht. Meine Leute, nee, die gibt's doch wohl nicht. Wieso bewegst du dich denn nicht? Immer dann, wenn man was vorhat. Das Zeigen hat so einen Scheiß nicht. So, sorry für die Auswüchse verbaler Natur. Ja, also man sieht hier doch schon einiges. Ne? Ich versuche es normal, ich versuche nur mehr hochzukommen. Leck mich am Arsch. Ich muss mir da auf jeden Fall was überlegen. Das kann es doch nicht sein. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, und schaut euch das doch mal an. Ist das nicht fantastisch? Mit diesem schönen Leuchter oben und diesem schön gedeckten Tisch. Ist das nicht toll? Aber wir gehen jetzt einfach mal raus, wir haben schon genug Zeit verplempert. Da draußen sehen wir übrigens diesen riesengroßen Flughafen, diesen Airport-Haus. Alles komplett begehbar. Dieser Airport dort ist richtig gelungen. Ein wahnsinns aufwendig entwickelter, riesengroßer Airport. Ja, und dann natürlich die ganze Insel, die Airport-Insel, Airport Island. So, ich gehe jetzt nur hoch auf der Yacht. So, ja, da sehen wir halt, wie gesagt, die Insel. Und hier haben wir nochmal so einen schönen Blick von oben. Ich denke auch ganz interessant. Ja, man bleibt natürlich hier und da ein bisschen hängen. Dann muss man einfach die Collider noch so ein bisschen ändern. So, also jedes Mal entschuldigen. Also hier kann man auch so schön runterschauen. Ne? Ganz gemütlich das Ganze. So, jetzt gehen wir mal am besten hier rüber und vorne ans Bug. Und ja, da sehen wir auch schon, wir bereisen jetzt gerade Vulkano Island. Ne? So sieht Vulkano Island aus. Eine total interessante Gegend. Ne? Das ist eine Vulkaninsel. Da ist ein aktiver Vulkan drauf. Ne? Und das Coole daran ist, man kann dort halt alles machen, was man hier überall auch machen kann. Und das ist da auch eine schöne Sitzecke, oder? Hier. Ist das nicht toll? Man auch so schön rausgucken. Da ist übrigens, wie gesagt, die Airport-Insel und hier sind wir auf Vulkano Island. Ja, schön, würde ich mal sagen. Gut, wir fahren jetzt die Insel an. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier so ein bisschen so ran muss. So, gehen wir mal ein bisschen vor. Ja, seht ihr, das ist auch ein aktiver Vulkan. Ja, die ganze Umgebung, dieses ganze Terrain, wenn man das jetzt händisch einzeln machen würde, vor allem mit den Pflanzen und so weiter, das ist wirklich sehr, sehr viel Vegetation da drauf. Da muss man sich spezieller Tools bedienen, die auch richtig Geld kosten, und da muss man einen haben, der so ein Auge dafür hat und sehr kreativ ist, der das einen macht. Es fehlen mir noch diverse Dinge, wie zum Beispiel hier die Wellen an der Brandung und so weiter. Aber ja, hier kann man sicherlich noch einiges ein bisschen realistischer gestalten. Ja, jetzt bin ich aber schon auf Vulkano Island. So, und da ich ja in der Lage bin, durch die ganzen Sachen hier durchzuhüpfen, kann ich auch hier wunderbar raus. Ist das nicht schön? So, und das werde ich jetzt auch tun. Ich hüpfe mal einfach mal hier so aus dem Boot raus. So, und jetzt bin ich schon draußen
Gehen wir einfach mal vor. Also das ist jetzt Vulkano Island, ne? Da ist der Vulkan und hat viele Überraschungen, die man gerne entdecken möchte. Hier gibt es auch viele Tiere, Wölfe, Bären, Füchse, Rehe, natürlich auch Vögel überall. Und ja, gehen wir einfach mal hier runter und schauen uns das Ganze an. So, hier die Treppe runter, da ist der See. Und da ist schon die erste Überraschung, und zwar sehen wir, da schimmert irgendwas weiß da hinten. Das ist nämlich ein Auto, das mich erwartet. Mit diesem Wagen kann ich hier die Insel bereisen. Es hat ganz viele Straßen, es ist wirklich ein sehr, sehr großer Terrain, der hier aufgebaut wurde. Und, ja, und auch hier, wie gesagt, also schaut euch den Boden an. Ne? Ist ein bisschen Moos, Gras, es funkelt und glänzt goldig. Einfach realistisch. Ich werde nachher auch mal da hochgehen, auf die Brücke gehen. Ist einfach ja, ein Terrain, so wie man es normalerweise bei VR-Spielen nicht so häufig vorfindet, weil das einfach nicht low poly ist. Ne? Also auch hier diese ganze Vegetation, ne, die ich hier sehe, ne, wo ich jetzt hier gerade durchlaufe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich befinde mich hier wirklich im Wald. Und das ist das Coole. Und ich kann mich hier umschauen, also auch relativ schnell. Was die Performance angeht, das muss man halt eben mal auf verschiedenen Plattformen mal testen. Ich habe jetzt hier zunächst einmal diese Plattform. Da ist übrigens auch ein Reh, ne, wenn man da mal hinguckt. Da ist ein Reh, der da sich so ein bisschen umguckt. Ne? Ist das nicht interessant? Hallo, hey, komm doch mal her. Ich glaube nicht, dass er kommt, weil das habe ich nicht geskriptet. Könnte man natürlich alles machen. Also wir bewegen uns jetzt hier so ein bisschen entlang und sehen hier also, ja, die Umgebung sieht zunächst einmal interessant aus, aber so, als wenn man sich da durchaus auch satt sehen könnte nach einer Weile. Deswegen, wichtig ist natürlich bei sowas, es muss einfach interessant sein. Ne? So, wir werden uns jetzt mal, da kommt der Reh schon, der will mich doch jetzt auch verfolgen. Naja, so. Gut, jetzt sind wir hier an dem Wagen. Ich werde jetzt mal einsteigen und fahren wir mal los. Ja, da oben ist auch etwas ganz, ganz Interessantes. Da ist eine Gondel, mit der kann ich hochfahren. Die ist an die Spitze und kann da auch nochmal so einen Fernblick gönnen. Eine super Sache, finde ich. Ne? Ist so toll. Was wir aktuell hier sehen, ups, ist natürlich blöd, wenn man sich hier in der Landschaft umguckt. Man hat hier richtig schön, wie gesagt, also es ist halt einfach irre. Wenn man jetzt mal schaut, da oben sind Wasserfälle, aber die sehen wir uns nachher nochmal genauer an. Da vorne ist was Interessantes, da ist nämlich eine Villa, eine richtig große, richtig moderne, schicke Villa. Ach, da laufen auch übrigens, da sehe ich gerade ein paar Rehe da rum. Da steht noch ein Auto übrigens. So, ich mache jetzt mal was ganz Cooles, was normal ein bisschen den physikalischen Gesetzen widerspricht. Das kann ich aber auch nur mit diesem Fahrzeug, weil ich hier das Gewicht des Fahrzeugs auf relativ niedrig gestellt habe. Jetzt würde das nicht gehen. Und das geht aber auch jetzt hier wirklich mit Schwierigkeit. Ne? Also ich fahre jetzt hier gerade eine recht steile Ecke hoch, weil ich hier noch keinen Weg gestaltet habe hier nach oben. Das wird noch kommen. Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, erstmal kein so großes Interesse dran gehabt. Ich lasse mal den Wagen hier einfach stehen. Wir sind nämlich hier. Ja, hier oben an einer richtig schönen großen, wie sagt man, Fährbetrieb. Ne? So, und da kommt dann später, was mit der schon unterwegs ist, der fährt hier ran, also permanent. Der braucht natürlich auch eine Zeit, bis er hier hinten angekommen ist. Wir wissen doch immer, wie schön aussieht. Schaut euch das denn an. Ist das nicht cool? Ein Vulkan. Es gibt diverse Spiele in dem Zusammenhang.
Die werde ich euch natürlich nicht verraten, das ist Betriebsgeheimnis. Ja, was wir hier sehen ist wirklich ein fantastischer Terrain. Und wenn endlich mal die Gondel da ist und ich die ganze Zeit drauf warte, dann fahren wir hier hoch und dann sieht man da ein bisschen mehr. Ich laufe einfach mal auf die andere Seite. Da seht ihr auch diesen riesen Wasserfall. Auch ganz interessant. Da verbirgt sich auch noch ein Spiel dabei. Ne? Ich sehe, die Gondel kommt auch schön. Ich fahre auch ganz normales Tempo, also nicht übertrieben schnell oder so. Ja, es wird jetzt auch dunkel, ne? Man sieht also, die Sonne geht langsam runter, die Dämmerung. Ne? Es sind auch unterschiedliche Wetterphasen mit eingebaut, sprich Regen und so weiter und so fort. Wenn wir da hinten durchgucken, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da hinten schimmert irgendwas weiß, ganz hinten, da ist auch noch mal ein super luxuriöses Hochhaus mit riesengroßen Panoramascheiben. Und da kann man Apartments, die ersten Apartments beziehen. Direkt am Meer, gelegen mit Meerblick auf der einen und Vulkanblick auf der anderen Seite. Herrliche Geschichte. So, und jetzt ist die Gondel da. So, ich würde sagen, nehmen wir die Gondel mal. So, wir schauen uns das Ganze mal in der anderen Perspektive an. Das war von der Luftperspektive. Tür ist zu, ja, dass wir da bloß nicht rausfallen. So, jetzt fahren wir gerade hier hoch und sehen das Ganze von oben. Ne? Also da hinten ist wie gesagt diese Villa und ja, da hinten ist wie gesagt dieser See. Auch da gibt es ein Spiel. Da kann man also auch was Tolles entdecken. Und ja, das hat Wellen, das rauscht auch, wenn man dort in die Nähe kommt. Dann hat man auch dieses Rauschen von dem Plätschern, von dem Wasser. Ist jetzt alles ein bisschen leise, weil das ist ein bisschen weiter entfernt. Ich könnte jetzt hier auch mal runterhüpfen, wenn ich wollte. Ich mache es aber nicht, ich fahre mal ganz hoch und schaue mir das Ganze mal von oben an. Ja, das ist so die Perspektive oder die Aussicht. Hier auf dem Dach von dieser Gondel ist eine Kamera installiert, die permanent filmt, und ich kann dann von jedem Fernseher, der hier überall verteilt ist, in den Häusern, kann ich dann immer diesen schönen Blick der Gondel in Echtzeit mir anschauen. Ach, die Gondel ist auch gleich schon da. Also wir sind schon ziemlich hoch, schon einige 100 Höhenmeter, die wir jetzt überwunden haben auf die Schnelle. Es ist jetzt natürlich Sommer und im Winter sieht das sicherlich auch noch schöner aus. Und da werden dann Spiele wie, ja, mit Skiern, also sprich Winterspiele werden hier ausgerichtet und mit Meisterschaften und allem drum und dran. Ne? Also wir sind jetzt hier oben angelangt. Ja, jetzt wird man im Prinzip, man kann hier aussteigen oder halt wieder ansteigen, wie man möchte, und sich des Lebens erfreuen und sagen, Mensch, ist das nicht toll hier, Tür ist zu, okay. So, und dann benutzen wir jetzt und schauen mal hier nach draußen. Ja, jetzt geht es natürlich steil runter. Ich weiß nicht, wer schon mal so Gondel gefahren ist, der weiß auch, das geht teilweise wirklich richtig steil runter und man wundert sich, dass das alles so ohne Probleme funktioniert. Ja, gut, es ist schon dunkel, aber noch nicht richtig dunkel. Es wird dann irgendwann Nacht und dann leuchten auch schon hier und da die Lichter in den Häusern oder halt auch an bestimmten Bereichen der Stadt. Das ist so das, was uns jetzt zunächst einmal hier erwartet. Ja,
Also die ganze Vegetation, wie gesagt, die ist generiert mit einer Spezialanwendung, sage ich mal, ohne da ins Detail zu gehen, weil ich keine Werbung machen will. Fertig. Gut. Ja, und da ist übrigens dieser See, und da kann man also, wie gesagt, so diverse Sachen machen, diverse Spiele, man kann da runterschlittern. So richtig dunkel ist es aber nicht geworden, habe ich gerade festgestellt. Das kann man einstellen. Das ist dann aber eingestellt für alles. Das heißt, ich würde dann Gott sein und dann alles Mögliche machen für alle Anwender. Da oben sieht man auch Vögel, die da so umherfliegen. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann auf dem Bildschirm. Hier auf meinem Oculus Head-Mounted Display, da geht das wunderbar noch. Ja, jetzt sind wir wieder hier unten angekommen, da steht mein Auto, steht da noch, da ist ein Weg. Wenn ich jetzt das Spiel so verlassen würde, wird das Auto natürlich immer noch dort stehen, logischerweise. Alles andere wird ja keinen Sinn machen. So, dann würde ich sagen, steige ich mal aus, oder steigen wir mal aus, weil ihr kriegt das ja alles hautnah mit. Gehen wir dann einfach zum Auto rüber und einmal rum. Jetzt soll ich euch fragen, wieso steigt man nicht so ein, dann hat er hier so ein ominöses Ding. Das kann man sicherlich noch schöner machen. Das hat seinen Grund. Es soll ja nicht jeder in mein Auto einsteigen können. Das ist der Grund. Und jetzt mache ich etwas, was ich normalerweise in der Realität nicht machen sollte. Und ganz vorsichtig halb schräg runterfahren. Das geht normalerweise nicht. Aber ich habe es mir einfach erlaubt, weil ich das cool finde, mit dem Auto hier die Berge runter oder hoch zu fahren. Ich muss natürlich schon aufpassen, dass ich mich da nicht überschlage, weil dann liegt der Wagen auf dem Kopf. Das ist natürlich nicht so schön. Oder wie jetzt zum Beispiel. Ja, shit, ich muss den schon anschieben. Muss ich ihn anschieben? Verflixt. Ja, ich muss ihn leider anschieben. Ich muss den Kerl anschieben, sowas Blödes. Na komm schon, na komm schon. So, jetzt haben wir ihn angeschoben. Zur Seite geschoben, jetzt kann man auch weiterfahren. Gut, also wie gesagt, da hinten ist die Villa, jetzt geht die Straße hier lang. Ich kann hier einen richtig schönen großen Bogen noch fahren. Ja, da ist wie gesagt dieser schöne Wasserfall. Und wenn man sowas sieht, was will man da machen? Ziemlich cool mit dem ganzen Wasser da. Sieht doch cool aus, oder? Was macht man, wenn man sowas sieht? Und man bleibt einfach hier stehen, stellt das Auto ab, springt raus, geht raus und was macht man wohl? Was kommt jetzt? Was schätzt ihr? Sprung ins Wasser und dann schwimmen wir mal eine Runde. Leute, ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ich schwimme, sagen wir mal so, ich tauche ja viel lieber, als dass ich schwimme, weil es sieht alles so richtig schön aus unter Wasser. Oh, geschafft. Ja, ein physikalisches Gesetz haben wir hier auch überwunden, denn ich kann unter Wasser bleiben, solange ich möchte. So, jetzt sind wir wieder oben. Und ihr seht hier, also das Sand, sieht so echt aus. Das ist also wie fotografiert. Und natürlich in 3 Dimensionen. Alles hat also Tiefe. So, ich würde sagen, nehmen wir doch das Auto. Nur das Auto, das Schöne, das uns da die ganze Zeit schon erwartet. Und gleich nochmal so eine schöner Blick auf den Wasserfall. Ne? Ja gut, als Auto steht uns im Grunde genommen Gott und die Welt zur Verfügung. Man kann ja so Auto-Assets kaufen für wenige Euro, sage ich mal. Wenn man etwas bessere will, dann zahlt man vielleicht 20 oder ein bisschen mehr. Ist dann aber in der Lage, sich Träume zu erfüllen.
So, ich fahre mal jetzt hoch zu dem Haus. Ich tue die Abkürzung. Auch diese Gegend wird komplett erschlossen und verbaut werden. Nochmal Entschuldigung dafür, dass die Pflanzen nicht weggehen. Jetzt fahren wir an das Haus ran. So, ist das nicht herrlich? Tolle Sicht. Ne, man denkt, man ist im Wald. Ne? Und schaut euch mal die ganze Pflanzenwelt an. Das kann man ja richtig schön durchheizen. Ich könnte jetzt auch ein paar Rehe jagen mit dem Auto. Nur, da sind Collider aktiv. Das heißt, wenn ich den ramme, dann bremst er mich auf jeden Fall. Und zwar ganz heftig. Gut, und so eine Villa, was hat so eine Villa? Natürlich auch noch ein Auto vor der Tür stehen. Und da steht auch schon der andere Lotus 7. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Jetzt schauen wir uns mal diese schicke Villa an. Diese schicke Villa, die ist erstmal niemands Haus. Die stehen dann irgendwann ganz viele Villen. Und zwar wird das alles hier bebaut werden. Die kann man natürlich auch käuflich erwerben. Nur für den elitären Kreis der schaffenden Entwickler sind diese Villen gedacht. Ne? Also hier ist ja so eine Villa. Ne? Und da ist, wie man auch hier sieht, auf dem Flatscreen sieht man die Kamera, die mir jetzt gerade anzeigt, wo die Gondel oder was die Gondel da gerade aufnimmt. Die Küche ist eigentlich überflüssig in der VR-Welt, aber man sieht also, dort ist was los. Wenn wir mal hochgehen in die nächsthöhere Etage und schauen, was uns da erwartet. So, gehen wir dann mal hoch. Ups, ja, fehlt den Collider. Okay, gut, ich muss da noch ein bisschen was machen, liebe Freunde. Ich gehe wieder raus. Auf jeden Fall ist die Sicht von oben auch nochmal richtig schön. Die Türen haben, wie gesagt, keine Collider. Nicht so ohne Grund. Was nehmen wir denn? Sollen wir den hier nehmen? Ich bin zu faul zu laufen. Ich nehme jetzt den hier. So, ich muss auch einstellen, dass er dann sich in die richtige Richtung dreht. Ah, fuck, jetzt hänge ich hier fest. Ich habe schlecht geparkt. Nehmen wir doch den anderen. Komm mal her, Auto. Ich nehme mal dich. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich die Autos nicht hier umschmeiße. Zack. Das ist so wie ein Teleporter. Nur damit kann man halt eben ein paar Skripte verknüpfen, dass mit der das Auto nutzen kann, wer auch berechtigt ist. Hier ist auch noch mal was aufgebaut. Doch das erzähle ich dann irgendwann mal, wenn es soweit ist. Es wird ein Spiel. Hier war doch irgendwie ein Reh. Den wollte ich doch überfahren. Wo ist er denn? Ich bin Naturschützer. Wir haben zu viele Rehe und die dürfen überfahren werden. Kleiner Schatz am Rande. Das ist ein bisschen blöd, das Spiel. Ja, schaut euch das Viech doch mal an. Diesen Koloss hier von Reh. Dieses Riesenviech. Und da wirklich gut gelungen. Schaut euch das doch mal an. Ich laufe doch mal gleich hin. Ihr lauft doch nicht weg, ey! Blöder Reh. Egal. Gut, steigen wir wieder ein. So, fahren wir mal hoch zu diesem Luxus-Hochhaus. Ne? Das ist so, kann man das umschreiben, so eine Art teures Rentnerdomizil. Also richtig schön von der Lage her, ganz gut erreichbar und so eine schöne Aussicht, so wie man es erwartet. Geplant ist hier auch noch mal so ein Hafen davor, also dass man hier auch mal mit so kleineren, nicht diesen großen Yachten, aber mit so kleineren Superjets, so schnellen Jets dort starten kann. Auch hier steht natürlich ein Auto, wie könnte es anders sein. So, fahren wir einfach mal hier runter und können das Auto dann nachher mal da abstellen. Also auch hier haben wir ein schönes Gewässer, da sind auch Korallen drin. Da kann man so runtergehen und sieht dann wirklich diese fantastischen Korallen. Und da kann man auch hochklettern, das ist einfach irre. So, ich lasse einfach mal das Auto hier stehen. Ja, einfach mal hoch. Schauen uns mal dieses super Luxus-Rentnerdomizil an. Also da können die ersten sich ihre Wohnung kaufen.
gehe auch mal hier durch. Können wir einfach diese Skripte, ne? Kann ich dann hochfahren und dann werde ich mir einfach mal angucken, was es da so oben gibt. Und oder euch die Aussicht zeigen. Also gut, das kann man natürlich alles verschönern. Leute, nimmt mir das jetzt alles nicht übel. So, wir fahren jetzt einfach mal hoch. Ja, das ist ein Aufzug. Ne? Kennt man ja vom Alltag. Man sieht auch, der fährt auch. Ja. Und dann werden wir oben mal schauen, was wir da ganz oben in der obersten Etage so alles sehen. Ne? Da werden wir nämlich eine fantastische Aussicht haben. Es gibt einen kleinen Bug. Die Fenster oder die Türen, die schließen immer wieder automatisch. Das ist ein Unity-Bug. Ist ganz bekannt, das Problem, wird aber behoben werden. Ich muss dann immer zweimal drücken. So, ich kann diesen Aufzug natürlich von jeder Etage rufen. Ich brauche hier nicht irgendwie die Treppen runterlaufen. Und das ist schon mal hier bei der Flur. Geplant ist noch oben drüber eine Penthouse-Etage. Und so sehen die Wohnzimmer aus. Mit dieser Panoramascheibe hier. Rechts und links. Mit schönem Blick in beide Richtungen. Kann man sich wunderbar möblieren. Ne? Und wie gesagt, hier auf der anderen Seite sind dann halt eben die jeweiligen Zimmer. Da haben wir aktuell, jetzt bin ich da durchgelaufen, weil ein Collider fehlte. Gut, hier gibt es dann das WC und Bad. Und ich bin wieder eine Etage runtergefallen. Egal. Und hier das Balkon auf der anderen Seite. Wenn ich es geschickt anstelle, kann ich auch die ganzen Etagen nicht runterfallen lassen. Wenn ich geschickt anstelle, komme ich auch rüber, ohne runterzufallen. Ne? War nochmal knapp, aber es hat funktioniert. So, gehen wir dann mal in die Richtung. Gut, also hier nebendran ist nochmal ein Zimmer, das gleiche. Spiegelverkehrt auf der Seite. So, jetzt gehen wir wieder hierher und holen mal einen Aufzug. Ja, ist das nicht toll? So, das ist also wie gesagt, es ist sehr schön da hoch zu gehen und dann in den Wasserfall sich runterschlittern zu lassen. Einfach schön so. So, du müsst jetzt auch langsam kommen. Der Lift, wo steckst du denn? Brauchst du noch so lange? Ja, natürlich gut, da so ein Display zu haben mit der Nummerierung. Ja, natürlich auch nicht schlecht. Bräuchte ich nicht hier. Was ist denn los? Was ist denn los? Wer hält denn hier den Aufzug fest? Leute, kann doch nicht sein. Wer hält denn hier den Aufzug fest? Das geht doch nicht. So, gibt doch nicht Kinder. Das sind immer diese kleinen Kinder von unserem Nachbarn im 5. Stock. Das geht doch nicht. Die können doch nicht. Touch. Ja, da fehlte ein bisschen Collider. Also ich bin jetzt in den Aufzugsschacht runtergefallen, Leute. Tut mir leid. Der Aufzug steht noch da oben. Das heißt, ich habe gute Chancen zu überleben. Ich rufe den trotzdem, so mir ist es egal, blöder Aufzug. So, zack. Jetzt gehen wir mal raus. Ja, da habe ich meine 2 Autos. Meine schnellen Flitzer. Also wie gesagt, man kann hier so ziemlich viel machen. Das sieht jetzt erstmal nicht so aufregend aus, aber es ist schon ganz optimal, weil man hier eine gewisse Freiheit hat in der Gestaltung seiner neuen Welt. Man kann also hier, wie gesagt, ziemlich viel machen. Es gibt also sehr viel Entwicklungspotenzial. Man kann hier, ich sag mal, Häuser erwerben. Man könnte prinzipiell auch Grundstücke erwerben. Da bin ich aber noch am Überlegen mit dem Geschäftsmodell, ob man das unbedingt so machen soll. Der Vorteil wird sein folgender. Jeder, der recht früh anfängt und auch in Kauf nimmt, dass das ganze Spiel so ein bisschen buggy ist, der hat einen Vorteil. Ich kürze mal hier ein bisschen ab. Ich weiß, das darf man nicht, aber ich mache es trotzdem. Der hat einen Vorteil, der kann hier Gebiete erschließen und diese Gebiete, die er da also für sich geschäftlich erworben hat, zu einem kleinen, ich sag mal, Wirtschaftsimperium aufbauen. Ne? Das ist ja ganz
ist ganz klar und logisch. Na, schauen wir uns mal diese Tiere an. Also das ist hier wirklich tollste Grafik. Hey Reh, wie geht's denn dir? Was machst du denn so? Und? Lauf doch nicht weg. Oh, gut. So, jeder, der also am Anfang hier mit dabei ist und investiert, das Investment beschränkt sich im Grunde genommen auf eine Teilnahmegebühr bzw. ein Jahresabo. Also zahlt im Grunde genommen für ein Jahr Nutzungsrechte an dem Spiel und wird dann auch schon direkt Eigentümer einer Wohnung, solange das Abo nicht unterbrochen wird. Wenn es unterbrochen wird, gibt es immer noch eine Karenz von 3 Monaten. Das heißt, das Apartment, was derjenige besitzt, wird nicht weggegeben, einfach so. Hey, ich wollte doch zum Schiff. Gut, ich könnte jetzt einmal über die Brücke fahren, bin jetzt zu faul und stürze mich hier. Aufpassen, jetzt muss ich laufen, wenn der sich überschlägt. Hat nochmal gut gegangen. Gut, ich werde dieses Auto natürlich austauschen, da wird ein Bigfoot kommen und dann sieht das Ganze ein bisschen dem Ganzen gerecht, dass ich hier durch die Gegend hüpfen kann, weil hier hebeln wir ein Stück weit doch die physikalischen Gesetze aus. Gut, also das Schiff wartet auf mich, nicht ohne Grund. Er will ja los und ich bin jetzt ganz brutal. Ich stürze jetzt hier einfach mal runter. Wobei, ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Mal gucken, ob ich sogar die Treppen komme ich sicher nicht hoch, aber ich versuche es einfach mal, gucken, wie weit man kommt. Ich denke nicht, weil es schon etwas Physik ist da schon mit drin. Also wenn er jetzt nur mit einem Rad in der Luft steht, dann kann er natürlich nicht hochfahren, das ist ganz klar. Ich gucke mal, wie weit dort. Nee, das geht leider nicht. Wäre schön gewesen, oder interessant, sagen wir mal so, nicht schön. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da hochkomme. Weil hier ist, glaube ich, genau, das habe ich ganz vergessen. Also hier fehlt noch ein Collider, um da hochzukommen. Das ist aber kein so großes Problem. Wir leben ja hier in der virtuellen Welt und nicht in der realen Welt. Ich gehe mal ein Stück weit hoch. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte auch hoch. Jo, genau. So, wir gehen jetzt wieder an Bord. Und wenn ich dann an Bord bin ich dann quasi auf dem Weg zurück. Übrigens, das da vorne, das ist wirklich geil. Also das ist wirklich geil. Das ist so eine totale Luxuskabine mit Balkon. Ne? Einzige Kabine mit Balkon on board. Und das ist ja dann so auch so dicht über dem Wasser und das sieht total irre aus, wenn man da sitzt. Abgesehen davon, wie luxuriös das auch ausgestattet ist. Ich weiß nicht, ob es diese Yacht so in der Form real gibt. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil es ist wirklich so detailgetreu und alles passt ineinander. Also das muss realistisch sein. Da ist übrigens dieser Balkon, ne? Diese super Kajüte. So, jetzt sind wir aufgestiegen. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch in das andere Deck. Also hier ist übrigens, das ist kein Aquarium, sondern das ist ein Swimmingpool. Ach, das legt ja auch schon ab. Und ja, und flitzt hier im Sauseschritt daher. So. Jetzt hier mal rumlaufen. Hier sehen wir nämlich auch, ja, was sind wir denn da? Haben wir schon mal gesehen. Ein bisschen rumgucken. Bis wir jetzt drüben sind, wird ein bisschen Zeit vergehen, da können wir uns ein bisschen umschauen. Ich werde jetzt einfach mal eine Etage tiefer gehen und euch mal zeigen, was für eine geile Yacht das Ganze ist. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was es hier unten gibt. Hier gibt es auch noch mal so einen Aufenthaltsraum zum Chillen, hier noch ein Fernseher, auf der Seite auch noch mal ein Fernseher. Und hier ist ein Kino, ja,
ein schönes Kinochen, ne? Da kann man auch hochgehen. Ne? Dann hat man hier direkt die Luxussitzplatz. Ja, kann man natürlich hier schön gemütlich einen Film anschauen. So Leute, ich bin schon so lange hier unten jetzt. Die Brille wird hier natürlich auch gewissermaßen etwas warm, aber trotzdem genieße ich das. Jetzt gehen wir mal hier raus und ich zeige euch mal hier diese Luxuskabine, weil das wirklich sehr schön ist. Ja, das ist hier diese Luxuskabine. Schönes Bett. Ja, ist das nicht schön? Ein bisschen Licht muss da noch eingemacht werden. Und hier haben wir dann halt den Blick nach draußen. Ja, und wir sehen auch hier schon, ja, das ist schon die Airport-Insel. Wir sind also gleich da, Leute. Wir können uns freuen, wir sind gleich da an der Airport-Insel. Wir werden jetzt gleich auch am Flughafen vorbeifahren. Ja, also wir fahren hier relativ dicht dran vorbei. So, ich gehe jetzt mal hier raus und schau mal, ja, wenn ich mich hier manchmal so ein bisschen unkoordiniert hin und her drehe, dann liegt es ganz einfach daran, dass ich das Kabel von meinem in der Oculus Rift hier schon ein paar Mal um meinen Drehstuhl gewickelt habe. Da bin ich noch auf der Suche nach einer besseren Lösung. Ich kann das irgendwie an der Decke montieren. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Werde ich wahrscheinlich auch machen, weil sonst macht das keinen Spaß mehr. So, also wir sind jetzt auch schon gleich da. Ja, wir sind gleich an der Airport-Insel. Ne? Wir fahren die auch sehr, sehr dicht an, wie man hier sieht. Ne? Ich gehe mal ein bisschen hoch, dann sieht man ein bisschen mehr. Schön wäre es natürlich, wenn man hier so ein paar Mixen drin hätte in diesem Becken und so drumherum sitzen könnte, hier Leute sitzen hätte, die so ihren Cocktail schlürfen. Das ist übrigens auch eines dieser Brücken, ist auch Spiele in dem Zusammenhang. So, und dann sind wir schon da und da ist auch schon, ja, unser Holzpier mit den fliegenden Fischen. Das ist die besondere Attraktion hier dieser Insel, fliegende Fische. Fliegende Fische, Island müssen wir das eigentlich nennen, aber das hat wie gesagt einen anderen Namen, das nennt sich halt, ja, Vulkano Island. Ja Leute, na, ist das nicht schön? Richtig schön realistisch. Wir haben im Grunde genommen, würde ich sagen, ziemlich viel gesehen. Es gibt natürlich hier noch jede Menge zu entdecken. Wir haben hier sehr, sehr viele Besonderheiten. Wir sind auch nicht die ganzen Straßen abgefahren und Möglichkeiten für Spiele gibt es en masse. Das ist also wirklich fast unerschöpflich, was man hier an Möglichkeiten dem Anwender bieten kann. Und auf jeden Fall ist es erforderlich, dass man hier richtig mitmacht, also sprich Eigentümer wird. Das wird man ja automatisch. Man wird dann Pächter eines Apartments oder Eigentümer eines Apartments. Man kriegt auch eine Urkunde darüber, dass man halt wirklich Eigentümer ist. Und so sieht es dann aus. Ja Leute, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen den Eindruck vermitteln können. Ja, da komme ich leider nicht hoch. Was ich mir vorstelle unter einer, ich sag mal, virtuellen Welt. Man muss alles machen können, was man möchte, so wie in der realen Welt. Man muss im Grunde genommen richtig leben können, wenn man will. Besitz anhäufen und so weiter, das kann man, ist für jeden möglich, hier ein Imperium aufzubauen, ohne mit viel Kapital in die Sache einsteigen zu müssen. Es hängt immer davon ab, was die anderen Leute so investieren und nicht von der Geldbörse allein. Es ist also wirklich abhängig davon, wie viel der Einzelne
wie viel alle also in dieser Gemeinschaft quasi dort hinein investieren. Ja? Wenn das jetzt, sagen wir mal, so ist, dass da jetzt irgendwelche Bonzen kommen, muss man ganz einfach zu sagen, alles hier wegtauchen. Das wäre natürlich nicht so schön. Ja, schön, also die Brücke, wie sie schon glänzt, da fahren wir auch drüber. Wenn man aber hingegen, ja, das Ganze einfacher macht, dann ist es natürlich schöner. Und jeder hat die gleiche Chance, aber das liegt nicht in meiner Hand. Es muss fair bleiben für beide Seiten. Zielsetzung ist es, dass man hier eine einheitliche eigene IslandVR hat, also Island, damit meine ich Inselwährung hat. Und diese Inselwährung, die wir dann haben, die ist dann im Grunde genommen einziges Zahlungsmittel innerhalb der Insel. Es wird dann im Grunde genommen nur das Recht gekauft, mitzumachen. Jetzt kann man sich natürlich auch sagen, wieso macht ihr das denn nicht Open Source? Oder wieso machst du das nicht Open Source, dass jeder da einfach so mitspielen kann? Das Problem ist, man hat zwangsläufig Fixkosten, die gedeckt werden müssen für den Betrieb der Infrastruktur und natürlich auch was die Software angeht. Und das kostet nun mal Geld. Und weil es eben Geld kostet, ist es nun mal erforderlich, diese fixen Kosten zu decken. Und das sind ja effektiv 5 Euro pro Nase, das sind also 60 Euro pro Jahr. Das denke ich, das kann man ruhig mal investieren. Und nach 3 Jahren Spielen geht das Apartment vollständig in den Eigentum über. Das heißt, er wird dann derjenige, der also spielt, er oder sie, wird dann, oder sie oder er vielleicht, um ein bisschen respektvoll mit umzugehen, wird dann natürlich Besitzer dieses Apartments und dadurch hat man dort eine langfristige Kapitalanlage, weil nämlich jeder, der dann mietet, nur diesen vorhandenen Raum nutzen kann und damit natürlich auch nur in diesem vorhandenen Raum, der zur Verfügung steht, investieren oder halt tätig werden kann, ne? Sein Gelderwerb nachkommen kann. Der Gelderwerb liegt nicht darin, dass man irgendwie irgendwo arbeiten muss, das braucht man nicht. Was man machen muss, ist schlicht und ergreifend, man muss hier aktiv sein. Reicht 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn man täglich hier aktiv ist es natürlich schön und wünschenswert und das wird natürlich dann gefördert. Das klappt aber nicht für jeden. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Nur Gewinnen oder Geld verdienen bekommt man je nach Aktivität. Wir fahren jetzt hier gerade durch diese Brücke durch. Ne? Man könnte jetzt hier auch anhalten und ins Wasser springen und tauchen. By the way, weil ich gerade so schön unterwegs bin. Da kann man also, wie gesagt, einiges mitmachen. Ja, was man hier sieht, ist auch nochmal hier, ich fahre mal ein bisschen nach links rüber. Da diese schöne Wasserfall auf der Seite. Ne? Das ist auch total cool. Ich habe das ja noch nie in Realität erlebt. Jetzt in meinem Schwimmbad, da wo es so Wasserfontänen gibt, dass man da mal so sich mal in diese Wasserfontäne stellt oder so. Das ist ja ganz geil, wenn man dann die Wellen auf sich prasseln lässt. Und sowas ähnliches, so ein Feeling kommt rüber, wenn man jetzt da durch den Wasserfall da durchläuft, nach oben. Das geht in der Realität sicherlich nicht, aber das habe ich ja auch nicht deaktiviert, weil ich das cool fand. Wir kommen jetzt in die Richtung Flughafen. Hier und da sieht man durchaus ein paar
blöde Sachen wie zum Beispiel so Erhebungen und so. Ich hoffe, das stört niemanden. Das ist alles nur Feintuning. Und dass hier so die Pflanzen schweben, das liegt daran, weil das nochmal gebaked werden muss. Da sieht man also wirklich einen richtig schönen Wasserfall dort mit den Partikeln, die da durch die Gegend fliegen. Und hier überall kann natürlich gebaut werden. Ist das nicht richtig schön steil? Ich liebe das. Ich liebe solche Hänge. Ich wollte das mit Absicht, weil ich das einfach geil finde. Wie weit das realistisch ist oder nicht, so wie Achterbahn eigentlich. Muss ein schnelleres Auto haben. Das kommt aber alles noch. Wir haben also einen Aston Martin, einen 911 Porsche, einen GT2. Haben wir da schon bereitstehen. Ich muss nur die Skripte übertragen. Und wenn ihr da ein Lamborghini oder ein anderes Fahrzeug wollt, kann man das auch machen. Und wenn ihr das wirklich schnell wollt, kann man das auch machen. Kann nur sein, dass ihr dann irgendwie auch ab und zu mal einen Abflug macht. Und da seid ihr aber selbst für euren Kram zuständig, weil es ist nicht die Aufgabe vom Admin, das Auto da rauszuholen, wenn er irgendwo stecken bleibt. Das müsst ihr dann selber machen. Ihr kriegt da Hinweise, wie man das macht, aber es muss halt eben von jedem selbst gemacht werden. So, und hier kommen wir auch in einen sehr, sehr schönen Bereich. Da könnte man jetzt auch nochmal raushüpfen ins Wasser, ein bisschen schwimmen. Vielleicht irgendwas Spezielles versuchen zu finden. Was angedacht ist, Geocaching, das bietet sich ja hier absolut an. Geocaching ist ja, man hört auch schon das Rauschen vom Wasserfall. Geocaching ist ja sehr beliebt in der Non-VR-Welt und hier wird es dann auch entstehen in dieser VR-Welt. Also die ganzen Hochhäuser, die ihr da seht, das sind eigentlich Rohbauten. Es fehlen dort die Fenster und einiges an Innenausstattung natürlich, wenn da Personen einziehen wollen. Das ist im Grunde genommen so die erste Stufe, in der man wohnt. Ne? Also das heißt, man wohnt in eines dieser Hochhäuser, aber keine Sorge, Treppensteigen braucht ihr nicht. Es gibt Aufzüge. Und ja, es gibt da auch Straßen. Das Ganze ist alles komplett mit Straßen befestigt. Es gibt Busverkehr. Also sagen wir so, es ist geplant, dort Busverkehr einzubauen, dass man da nicht überall hinlaufen muss. Kann man natürlich auch weglassen und sagen, ja, seht doch zu, wie ihr vorankommt. Kauft euch ein Auto, besorgt euch ein Auto, aber es ist auf jeden Fall so, dass man auch ohne Geld hier schon spielen kann. Das ist etwas, finde ich, was ganz cool ist. Ich meine, ohne zusätzliches Geld, ne? Außer dieser einmaligen Zahlung für ein Jahr. Und wenn ihr dann ein Jahr lang intensiv dabei wart, dann entschieden, wie es dann weitergeht. Ja, ich fahre jetzt hier hoch und dann schauen wir uns das Ganze mal von da oben an. Eine leichte Kuppe hier. Ein bisschen runterschauen. Ja, es wird halt, wie gesagt, da sehr, sehr viel entstehen noch. Und da sehen wir hier den fantastischen Flughafen. Und da wartet auch schon mein Privatjet auf mich, der mich gerne mitnehmen möchte. Weil ich ja was bin ich denn eigentlich hier? Bin ich hier der Duke oder King oder keine Ahnung. Ich fahre mal hier die Einbahnstraße hoch, ist egal, das ist ja nichts. Ich kürze das so ein bisschen ab oder versuche das abzukürzen. So viel abkürzen kann ich leider nicht. Ich muss schon die Strecken lang fahren. Bei der Gelegenheit sehe ich auch, hier muss ich ein bisschen Gemüse wegmachen. Hier wird übrigens auch eine Tankstelle sein. Dann macht ja Sinn, hier in der Nähe vom Flughafen eine Tankstelle zu haben. Ja, und dann wollen wir natürlich gucken, wie wir da rumkommen. Also hier das Ganze, was da so durch die Luft schwebt. Einfach ignorieren, ihr habt es nicht gesehen.
nicht so laut erzählen. Wie komme ich auf die andere Seite rüber? Ich glaube, ich muss dann einfach nur geradeaus durchfahren. Ich versuch's. Es kann aber auch sein, dass das Spiel jetzt hier endet, weil ich da einfach nicht weiterkomme. Wenn ich irgendwo stecken bleibe oder so. Ist nicht der Fall. Ich fahre einfach mal hier lang. Ja. Ich komme da hoffentlich durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Streckenverlauf hier war. Na gut, es ist ja auch schon ein recht großes Gebiet mit sehr, sehr vielen Wegen, Straßen und da das alles ja auch noch komplett erschlossen wird und natürlich auch so seine Zeit braucht, bis es wirklich komplett fertig ist. Ist da eine Öffnung, sehe ich das richtig? Habe ich mich da nicht verguckt? Ob ich da mit dem Auto durchpasse, weiß ich nicht. Ich versuche es mal, das wäre natürlich cool. Vorbei an den schwebenden Felsen, die irgendwie mal eine Etage tiefer gesetzt werden müssen. Aber ich will jetzt zum Jet. Ich will jetzt mit dem Jet eine Runde drehen, weil ich denke, jeder möchte gerne mal mit dem Jet eine Runde drehen. Ich sehe aber gerade diese, ja, da haben wir gut, dass ich mal geguckt habe. Schaut euch das mal an, der Jet, der wartet auf mich. Normalerweise warten die nicht. Ja, hinterher rennen, wenn man sich verspätet hat. Ja, also ich habe schon hier einiges jetzt gesehen, was noch gefixt werden muss. Also die Tour durch den Flughafen, die kostet hier locker mal so 15-20 Minuten. Nur ein bisschen durchzulaufen, ohne da wirklich jedes Detail von gesehen zu haben. Also man kann hier wirklich Stunden zubringen, allein jetzt am Airport. Aber das will ich euch jetzt nicht zumuten. Wir werden jetzt einfach mal zum Flieger fahren. Da steht auch in der Regel immer ein Auto davor, weil wenn man jetzt mit so einem Jet angereist kommt, da will man ja nicht dort rüber laufen, da will man dort rüber gefahren werden. Ne? Und in der Regel ist es so, da ist eine Stretch-Linie. Aktuell ist es einfach dieser Sportflitzer, ne, wie ich den jetzt gerade auch fahre. So, sehen wir kommen wir da nicht so ohne weiteres raus. Ich werde jetzt einfach mal hier rüber klettern. So, und dann laufe ich mal darüber. Ja, liebe Freunde, das ist jetzt dieser fantastische Jet, dieser Luxusjet. Und die Triebwerke sind schon aktiv. Ja, dann haben wir jetzt hier vor der Maschine die Rampe zum Hochklettern. Es ist alles ein bisschen verschoben, sehe ich gerade. Das muss noch optimiert werden. Also da gibt es genügend Kleinigkeiten, die noch gefixt werden müssen. Deswegen kommt es ja auch nicht als Beta oder so raus, sondern erstmal gar nicht. Es gibt da viel zu tun. Das sind zwar alles so Kleinigkeiten, aber die müssen halt gemacht werden. Ne? So. Wir werden jetzt Privatjet fliegen, liebe Freunde. So, jetzt steigen wir da mal ein in das schmucke Teil. Setzen uns hin. Ja, wir sagen Adieu. Ja, jetzt wird die Maschine, denke ich, gleich mal abheben. Ja, nimmt auch schon Speed auf. Ja, man merkt das, also vibriert ein bisschen und ein bisschen viel, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger machen können. Okay, der Pilot ist ja weg. Also fliegt halt Autopilot, ne, heute. So, und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, ich würde sagen, wir heben gerade ab. Ist das nicht geil? Wir heben gerade ab. Dann sehen wir hinter uns die Insel verschwindet. Und wir sehen hier Airport Island. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Ich kann hier aus dem Fenster gucken. Cool, ne? Gut.
Das muss auch unterbunden werden. Es kann ja nicht sein, wenn ich in Fenster rausgucke oder vollen Flug. Also, wir sehen hier, wie gesagt, Airport Island, dort die Häuser, wird dann ja schlecht. So, und das ist alles Gebiet, was bebaut werden kann, komplett. Ne? Und wir sehen also, da wird das Leben toben, da werden Clubhäuser entstehen, da sind schon einige Assets schon dafür da, die dort richtig schön auch platziert werden. Und ja, Captain, was gibt's denn da zu sehen? Oh, jetzt kommen wir im Island vorbei. So, liebe Freunde, ich mache jetzt Folgendes, ich mache jetzt was ganz Cooles. Ich springe jetzt einfach raus, weil ich das so geil finde. Und zwar raus durch die Tür. Oder auch nicht. Nee, ich traue mich nicht. Lieber nicht. Also, wir sehen hier unter uns, ja, Vulkano Island. Da sind uns die Gondel, ne, da sind wir ja mal mitgefahren. Jetzt macht er wieder so eine richtig schöne Schlenker. Ja, wie bin ich zu VR gekommen? Eigentlich durch X-Plane. Ich habe X-Plane gespielt. Ich fand das so geil. Dachte ich mir, ein schöner. Wieso kann man da nicht noch mehr von kriegen, von diesem VR und virtuelle Welt? Ja, gut. Dieser Jet sieht jetzt natürlich nicht so aus wie ein Jet aus dem Spiel X-Plane oder Aerofly FS2 in VR. Die Maschinen sehen richtig echt aus. Aber es ist schon mal ganz cool, dass wir das hier haben, weil man kann nämlich, so ist die Planung, Lizenzen kaufen, um hier und da mitzumachen. Das heißt also eine Lizenz für einen Flugbetrieb. Also quasi auf eine Fluglinie. Jeder, der dann das Ding benutzt, muss mit Island Coins bezahlen. Genauso für die Yacht gibt es einen entsprechenden Tarif, den man bezahlen muss. Aber auch eine Lizenz, um das zu betreiben. Man braucht natürlich auch Möbel und so weiter und den ganzen Kram. Auch das kann man kaufen. Man eine Lizenz erwerben dafür, um sowas machen zu dürfen. Auf dieser Insel. Für alles gibt es Lizenzen, die man erwirbt. Und so kann man sich, wie gesagt, sein kleines Imperium aufbauen. Wer früh anfängt, hat gute Chancen. Ja, so sieht das Ganze aus. Das war im Grunde genommen ein schöner kleiner Überblick, was euch erwartet auf der schönen Insel IslandVR. Oh, ich relax jetzt mal. Schön geflogen zu werden. Sich um nichts zu kümmern. Keine Maschine steuern, gar nichts. Ja, die Maschine, die macht jetzt hier das Manöver zum Anflug oder für den Anflug. Wo fliegt denn der überhaupt hin? Will mich verarschen. Hey Mann, wo fliegst du denn hin? Ach, der macht die Drehung, genau. Er muss ja drehen, damit er da vorne landen kann. Gut, dann muss ich mal die Waypoints ein bisschen ändern, weil so richtig optimal ist es nicht. Aber das ist ja alles so Kleinkram. Die ganze viele Kleinkram, das ist echt Wahnsinn. Es muss ja noch so viel gemacht werden. Mir traut es mir echt, ich werde hier noch Nächte verbringen, glaube ich. So, sind Sie alle bereit? Bitte anschnallen. Anschnallen brauche ich nicht, ich bin ja hier Eigentümer dieser Fluglinie. Am Flugzeug. Naja, okay. So, wir sind gleich da. Jetzt sind wir gleich gelandet. Und die Tür öffnet sich.
Motor jetzt auch schon ein bisschen lauter. Das Auto wartet, das ist schon mal sehr gut. Aber macht er so viel Lärm. Wird mal wegfahren. Ja, liebe Leute, den Flughafen und noch einige interessante andere Sachen zeige ich euch ein anderes Mal. Ich wünsche euch ja, viel Spaß mit euren anderen VR-Games, die ihr da habt, die nicht von mir kommen, wo durchaus gut sein könnten. IslandVR kommt in ein paar Monaten raus. Es ist quasi schon fast fertig. Muss ein bisschen getuned werden, ein bisschen optimiert werden. Und wenn, wie gesagt, alles soweit komplett fertig ist, dann haben wir es geschafft, euch was richtig Schönes präsentieren zu können. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Und wünsche euch einen schönen Resttag.